Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner Welt und zu einem weiteren Video, wie male ich was. Und ich möchte heute gerne mit euch einen Weihnachtsbären malen. Und ja, jetzt male ich erstmal einen kleinen Bären und das ist wieder mal ganz einfach, Schritt für euch. Denkt daran, nicht so dick aufmalen. Ich mache das jetzt nur dick, damit ihr es seht, aber wenn ihr nachher euren Bären skizziert, macht es dünn, denn ihr müsst an mindestens einer Stelle radieren. So, nee, oder vielleicht auch an zwei. Kommt drauf an. So, Weihnachtsbär. Ihr startet einfach mit einem Oval, ein Ei. Danach malt ihr sowas, stellt es euch vor wie ein Pilzfuß, ja. Oben ein bisschen schmaler, unten ein bisschen breiter und da wieder schmaler. Da ist jetzt schon mal der Moment, wo ich sage, malt nicht so dick, weil die Ecken hier, die würdet ihr jetzt nochmal wegnehmen. Da setzt ihr nämlich gleich, oh, dieses Radiergummi. Wenn jemand von euch einen Tipp hat für gutes Radiergummi, also eins, was auch auf normalem Papier gut radiert, immer her damit. So waren wir abgeblieben. Ich habe den Körper eigentlich schon ein bisschen groß gemalt. Es sieht immer hübscher aus, wenn der Kopf ein bisschen dicker ist, aber gut. So, dann setzt ihr hier jetzt nochmal ein paar Eier dran, sozusagen 2 Ovale für die Füße. Oh Gott, ich habe es heute wieder mal nicht mit den Größen. Na, also übt erstmal auf dem Papier, bevor ihr euer gutes Aquarellpapier versaut. Dann setzt ihr hier nachher nochmal einen kleinen Kreis hinein, um die Tatzen dann ein bisschen abzusetzen. Ja. Ich male euch diesen Bären jetzt erstmal normal. Ich möchte danach einen Weihnachtsbär draus machen. Da werde ich ihm noch einen Schal und eine Mütze aufsetzen. Das lasse ich jetzt erstmal weg, damit ihr das versteht. Und nachher seht ihr das. Hier kommen jetzt 2 Öhrchen dran. Ihr malt ein weiteres Oval, also es ist fast nur aus Ovalen dieser Bär. Für die Schnute. Setzt ihm da eine kleine Nase drauf, macht einen Strich und ein Lächeln. In die Ohren könnt ihr noch so 2 Zippels machen. Und jetzt fehlen uns im Grunde nur noch die Arme und die kommen hier so raus. Ja, das ist mir schon fast nicht rund genug. Und dann könnt ihr ihm, wenn es ein Stoffbär sein soll, noch so Striche machen. Wenn es ein anderer Bär sein soll, könnt ihr eben nachher hier noch den Bauch ein bisschen gestalten. Auch möglich, ne? Das heller machen oder rosafarben und dann übergehend. Und jetzt fehlen nur noch die Augen. Malt die Augen nicht hier oben hin. Malt die Augen hier unten hin. Da gehören sie hin, damit der so richtig schön nach Bär aussieht. Gut, das Ganze in Weihnachtsform. Ich male jetzt mal dieses Oval oben mal noch nicht zu, ja. Ich möchte dem nämlich hier jetzt gleich dann eine Mütze aufsetzen. So, dann male ich hier mal und male das hier auch nicht zu, damit ich das nicht wieder wegradieren muss. Setze hier dann die Füße dran. Ja, jetzt spare ich mir das Radieren. Ich möchte dem weihnachtlich machen, also mache ich ihm hier einen Schal noch mit dran. Den könnt ihr dann gestalten, wie ihr wollt, diesen Schal. Und setze jetzt erst die Arme dran, weil hier seht ihr, der Arm muss hier hinter dem Schal ein bisschen verschwinden. Ne? Und weil ich ihm eine Weihnachtsmütze aufsetzen möchte, male ich jetzt erst hier oben die Mütze. Da male ich einfach so die Krempe von der Mütze im Grunde, so. Müsst ihr gucken, wie weit will ich das runterziehen. Zieht die Mütze hier hoch, hier runter. Hier macht ihr die Falte von der Mütze. Einen kleinen Bummel dran. Und hier setzt ihr jetzt sozusagen die Ohren hinter die Mütze. Ja,
Kann man die Ohren auch so klein und rund machen, nicht so wie da, sondern so runde Puschel. Fehlt uns noch die Schnute, die Nase und die kleinen Äuglein. Und dann habt ihr im Grunde schon euren Weihnachtsbären. Genau. Ja, gar nicht schwer, oder? Dann machen wir es uns mal auf der Karte. Vielleicht male ich ihm noch einen Tannenbaum im Hintergrund. Ich muss mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht male ich auch einfach erstmal nur den Bären. So, auf geht's. Ich schnapp mir einen Aquarellstift. Dann brauche ich nachher nichts wegradieren und das verschwimmt, sobald ich Farbe drauf mache. Ich habe hier so einen hellbraunen Aquarellstift. Und jetzt lege ich wieder los. Ich will hier oben nachher noch einen Spruch drauf machen. Und dann male ich jetzt hier meinen... Ich mache den ruhig größer. Ich mache den ohne Tannenbaum, glaube ich. Mal gucken. Das ist schon ein bisschen zu weit außen. Mein Oval. Setze ich hier erstmal schon mal die Füße dran. Ich will hier gleich, mache ich schon mal mit einem roten Stift vielleicht, den Schal malen. Genauso hier oben, da will ich gleich die Mütze hinsetzen. Dann mache ich hier das mit einem Bleistift ganz dünn. Setze ihm dann hier die Weihnachtsmütze, die mache ich jetzt auch in Rot oben drauf. Die kriegt dann einen Bommel. Vielleicht mache ich den grün und rot, den Bären, mal gucken. Okay, dann kommt jetzt hier, kommen die Ohren raus. Die Mütze auch noch mal so ein bisschen. Und da male ich jetzt hier die Arme. Genau. So, male ich erst den Hintergrund. Eine gute Frage. Ich würde mal ein bisschen erst den Hintergrund malen. Ich mache mir das hier ein bisschen nass. Nochmal mein Hinweis auf die neuen Pinsel. Ja, schaut gerne unten in der Videobeschreibung. Setze hier erstmal ein bisschen Wasser rein. Nicht ganz an den Bären ran. Und da mache ich jetzt mal einen Hintergrund. Ich nehme heute mal tatsächlich mal meine anderen Farben. Ich nehme heute mal hier meine Paul Rubens Farben. Und dann setze ich mir hier einen ganz leichten hellblauen Hintergrund erstmal hinter. Wie immer findet ihr alle Materialien, die ich benutze, unten in der Videobeschreibung. Schaut doch da gerne mal vorbei.
So, den Bommel mache ich hier mal ein bisschen, lasse ich mir ein bisschen Platz, ne, damit es nicht zu blau wird. Obwohl ich mache den grünen, ist es egal, dann sieht man den nicht. Das ist dann so ganz, ganz zart nur, ganz helles Blau. Können hier nachher noch einen kleinen Schatten unter dem Bären setzen. Und da oben soll dann noch ein Schriftzug hin und ja. So, mal gucken, wie weit komme ich hier ran. Ah, die Spitze sind wirklich toll, die haben eine ganz tolle Spitze. Ich habe euch aber auch noch mal dieselbe Marke unten verlinkt, die eine richtig, richtig, richtig tolle Spitze haben. Also, wer da Pinsel braucht, schaut doch einfach gern mal rein. So, okay, das lassen wir mal ganz kurz trocknen. So, weiter geht's. Jetzt habe ich mir hier den kleinsten Pinsel, den ich habe, ein Rundpinsel 0 von Fumi, aber auch der hat eine wunderbare Spitze. Und dann schnappe ich mir hier mal so ein richtig schönes Rot und mache erstmal diese Mütze hier oben. Und damit man hier nachher diesen Knick sieht, das kann man natürlich auch noch ein bisschen anschattieren. Aber ihr könnt auch einfach mit so einer Spitze vom Pinsel hier mal so eine Linie ziehen. Und schon habt ihr dann nachher die optische und Geschichte, als ob hier noch so die Kante drin ist, ne? Ich mach das nochmal. Ja, ist schon fast zu spät. Na, ist egal. So, dann mache ich das Ganze auch noch mit dem Schal. Den werde ich jetzt hier so einen Streifenschal verpassen. Also wirklich toll, wie fein diese Spitzen sind. So, und hier muss es jetzt so quer laufen. Wem das zu fisselig ist, mit einem Pinsel zu machen, der macht das natürlich mit Buntstiften zum Beispiel oder mit Aquarellstiften, ja. Quält euch da nicht, wenn ihr das nicht hinbekommt. Ich weiß, nicht jeder hat im Alter noch ruhige Hände und kriegt das hin mit so ganz feinen Sachen. Deshalb mache ich diesen Bären auch echt mal relativ grob, ja. So, wo können wir weitermalen, ohne dass uns was verwischt? Eigentlich den Kopf, den Bärenkopf. So, jetzt suche ich auch hier mir mal ein schönes Braun raus. Nehmen wir doch das mal, ein Bärenbraun. Und male jetzt hier erstmal die Ohren. Denk an die Mütze. Ein Öhrchen. Noch ein Öhrchen. Ich mache das hier oben jetzt so ein bisschen geriffelter. So, wer möchte, kann hier, wie gesagt, den Bauch, kann man noch mal wieder ein bisschen Farbe rausnehmen. Den Bauch dann ein bisschen heller zu gestalten. Das würde ich jetzt tatsächlich mal mit einem anderen Pinsel machen, der ein bisschen kürzer ist und ja. Das ist aber optional, das müsst ihr nicht. Ja.
Ich lasse das erst noch mal ganz kurz wieder trocknen. So, ich mache mir hier mal ein bisschen was von meinem Braun auf den Teller, weil ich möchte da gleich noch etwas Helleres drunter mischen. So, jetzt geht es erstmal weiter. Jetzt mache ich hier den Fuß außen. Ja, auch das wäre einfacher mit einem Stift. Aber gut. Ja. Okay. Und dann setze ich hier nochmal so ganz dünnen Schnutenschatten drumherum. Und jetzt nehme ich mir die Farbe, mache die ein bisschen heller. Ich habe dann hier noch so einen Hautton, den werde ich da so ein bisschen drunter mischen. So dass der jetzt ein bisschen heller ist. Und setze den jetzt hier mal. Ist mir immer noch zu. So, dann habe ich hier noch so ein bisschen zartes Rot auf meinem Teller. Das nutze ich mal. Ganz, ganz hell ist das und mache dem Bären noch mal so ein paar kleine rosane Stellen hier drauf. Bisschen Leben in die Schnute. Auch hier. Müsst ihr aber nicht machen. Jetzt dann wieder zu viel, ne? So. So ist das gut für mich. Sehr schön. So, und den Rest, den gestalten wir jetzt mal mit einem Feinliner, würde ich sagen. Ich schnappe mir ganz kurz meinen Föhn. Wir müssen da gleich noch ein bisschen mit Schatten arbeiten, damit man den Bommel sieht. Aber ich mache jetzt hier erstmal die Mütze. So. Ich will noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Hauch an Schatten hier drum setzen. Das mache ich mit Blau. Ja, um ihn hier so ein bisschen noch mal Tiefe zu verleihen. Da gehe ich hier ein bisschen mit dem Blau drum. Und ganz wichtig ist, dass ihr das jetzt mit klarem Wasser noch mal verzieht, um den Übergang zu dem anderen hinzubekommen. Nicht zu viel rumwischen, dann löst man die Unterfarbe wieder an. Wer das so nicht hinbekommt, macht das auch lieber mit Buntstiften. Ne? Aber so habe ich jetzt noch mal so ein bisschen mehr den Bommel hervorgearbeitet. So, und dann möchte ich noch einen kleinen Schatten unten drunter setzen, wo er sitzt. Dann nehme ich mir mein Braun, was ich hier hatte, mache da ein ganz, ganz kleines bisschen Grau mit rein, dass es ein bisschen dunkler wird.
und setze jetzt hier so einen Schatten unter dem Bären, den ich auch wieder mit Wasser verziehe. Ja, so dass der hier nur die Breite wie der Bär hat. Genau. Und dann nehme ich notfalls ein bisschen weg, wenn es mir zu viel war. Genau. Sehr schön. Hier könnt ihr noch mal mit Acrylstift danach arbeiten, ne, wo es vielleicht sich der Untergrund noch mal so ein bisschen verfärbt hat. Tupft hier rein. Man könnte jetzt auch, wie gesagt, ich hätte Strukturpaste da. Das habe ich früher auch schon mal gemacht in anderen Videos. Das sieht auch ganz toll aus, wenn man das so ein bisschen 3D-mäßig hier noch hervorholt. Aber für mich ist das jetzt hier okay mit dem Acrylstift. Ja, ich mache noch einen Stempel drauf und klebe die Karte auf und ja, kleinen Momentchen eben. So, ihr Lieben, ich habe mir mein Easy-Stamp hier geschnappt. Auch der steht unten in der Videobeschreibung. Für alle, die viele Karten machen, euch kann ich dieses Ding wirklich nur ans Herz legen. Das ist die beste Investition, die ich je gemacht habe. So, ich habe mir hier mein Bärchen reingelegt, habe das mit dem Magneten fixiert, habe mir hier meinen Weihnachtsstempel rausgesucht, die frohen Festtage. Ich glaube, das passt ganz schön. Den setze ich mir jetzt hier so drauf. Klappe den Easy-Stamp zu, dann klebt das hier an der Seite dran und es wird dann gleich genau in dem Moment dort landen, wenn wir zuklappen, wo wir wollen. Und das Schöne ist, sollte der Stempel jetzt mit der Farbe, wasserfeste Stempelfarbe habe ich hier, wobei das jetzt nicht nötig wäre, wasserfest, weil wir sind fertig mit unserem Bild. Sollte das jetzt nicht toll stempeln, dann kann ich das einfach wiederholen. So, Farbe drauf, Stempel drauf. Ja, ist eigentlich schon ganz schön. Warum ist es da so dick geworden? War es da noch nass? Keine Ahnung. Ich lasse jetzt dieses F mal ein bisschen aus. Das ist mir dick genug und stempel hier nochmal so daneben. Ein bisschen. Und wiederhole das nochmal. Ja, und jetzt ist es sehr schön. So gefällt es mir. Nehmen wir meinen Stempel raus. Es ist immer wieder wichtig, die ab und zu mal sauber zu machen. Und zwar könnt ihr die entweder unter lauwarmem Seifenwasser einfach mal abwaschen. Ich reinige meine Stempel ab und zu auch mal mit Reinigungsalkohol. So, von daher, und auch das hier, wenn hier sowas passiert, das mache ich dann mit Reinigungsalkohol sauber. So, sehr schön. Da haben wir unser Kärtchen. Jetzt suche ich mal noch einen passenden Kartenrohling aus. Grün oder rot wahrscheinlich. Mal gucken. Mal gucken. Ach, der grüne ist doch schon ganz schön, ne? Ja, dann nehmen wir den in grün. Passt ganz schön dazu, finde ich. Und klebe ich das noch eben auf. Wenn ihr solche Karten habt, ihr habt hier immer eine Falz, sozusagen ein Boppel und eine Kuhle. Der Boppel gehört nach innen. Ja, wenn ihr das faltet, der Boppel hier, die Geschichte muss innen sein. So, dann falte ich mir meine Karte ganz einfach. Und dort setze ich den Bären dann drauf. Das mache ich jetzt mal ohne euch, klebe mir das fest. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, da ist sie. Ich finde, die ist zuckersüß geworden. Und ihr habt gesehen, wie einfach das ist, so einen Bären zu malen. Und ja, das lässt euch ganz viele Möglichkeiten. Wer das nicht unbedingt zu Weihnachten machen will, der macht den winterlich, ja, mit anderen Farben und ohne Stempel oder auch einfach den ganz normalen Bären ohne Mütze, ohne Schal. Da bleibt euch ganz viel an Möglichkeiten. Ihr könntet hier noch Geschenke hinmalen, ihr könntet einen Tannenbaum im Hintergrund malen. Ich lasse ihn jetzt so ganz schlicht. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.